Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal ilovekuba.de. Und ja, ich dachte mir, heute schauen wir uns mal ein Video an und dazu schalte ich auch gleich mal rein. Ja, trotz Corona nach Kuba. Ja, Wakai Moments hat hier ein Video hochgeladen. Am 15. Oktober wurde nach einer langen Zeit die Reisewarnung für das Gebiet Varadero auf Kuba aufgehoben. Das haben wir uns natürlich nicht entgehen lassen. Deshalb ging es für uns am 31. rüber nach Kuba, um die Lage abzuchecken und neuen Content zu produzieren. Eingecheckt haben wir im Iberostar Selection Varadero. Selektion. Okay, also anscheinend ist man hier jetzt nur nach Varadero geflogen. Von daher, wir gucken mal rein, was uns da gezeigt wird. Okay, also nicht nur Varadero, wir sind hier schon in Havanna. Das habt ihr schon in den ersten Bildern gesehen und natürlich hier mit dem Kapitolium. In der Corona-Zeit nach Kuba reisen. Also ein bisschen vermisse ich ja schon so dieses Reisen im Flugzeug. Ich fliege gerne mit dem Flugzeug. Geht ja einigen anders, aber ich bin tatsächlich sehr gerne im Flugzeug unterwegs. Weiß auch nicht. Man hat auf jeden Fall schon gesehen, das Flugzeug war relativ leer, beziehungsweise klar war es jetzt erstmal nur beim Einstieg, aber ich habe auch schon mitbekommen, dass die Flüge bei Flugzeugen relativ leer sind tatsächlich. Nachvollziehbar. Willkommen auf Kuba in Varadero. Wir sind gerade im Iberostar Selection Varadero und haben den 10-stündigen Flug gemeistert. Ganz wichtig, bevor ihr hinfliegt, ihr braucht auf jeden Fall eine Auslandskrankenversicherung und einen gültigen Reisepass. Ohne dürft ihr erst gar nicht einreisen. Und macht euch gefasst, in Kuba am Flughafen müsst ihr sofort einen Corona-Test machen. Der war super angenehm. So, wie wir uns erst... Das ging aber noch, ne? Also ich habe schon von anderen gehört, dass man da richtig in die Nase reinging und das sah jetzt nicht so aus. Also von daher, gut, ist natürlich nicht angenehm, dass da jemand in der Nase rumpopelt, aber letztendlich war das jetzt nicht so tief und da habe ich schon anderes gehört. Wir können uns ein bisschen ausruhen, dann geht's morgen los mit Hotel erkunden. Also, bis gleich. So, das Hotel haben wir erkundet. Mega schönes Hotel, der Strand direkt vor der Tür. Hygienemaßnahmen werden hier überall eingehalten. Maskenpflicht da, wo es sein muss. Hygienespender an jeder Ecke. Für uns heißt jetzt erstmal Tour nach Varadero. Wir gucken uns die Stadt an, schauen uns ein paar andere Hotels an und wenn ihr Bock habt, ihr könnt einen Trip nach Havanna buchen. Das sind so 2-3 Stunden von hier aus. Definitiv empfehlenswert. Also, let's go! Irgendwie schon was Seltsames, ne? Also klar, man hat da die Animateure, aber so halt immer mit Maske. So im Alltag hat man sich natürlich dran gewöhnt irgendwo, ne? Aber so eine Animation,
Das ist immer noch ein bisschen befremdlich. Unser Trip nach Cayo Blanco geht zu Ende. Wir machen uns gleich auf den Weg zurück zum Hotel und dann geht es zum Flughafen ab nach Hause. Das Wetter hat zwar nicht so wirklich mitgespielt, aber es war ein super cooles Erlebnis hier auf Kuba. Wir sehen uns nächste Woche. Bis dann. Ciao. Das war's schon, okay. Also geht es dann zu einem späteren Zeitpunkt anscheinend weiter. Okay, gut, man hat aber schon schöne Einblicke gesehen, beziehungsweise ich habe mal noch gar nicht raufgeklickt auf den Kalender, auf den Kanal. Ah, okay. Klippenspringen. Okay, sieht jetzt nicht so aus, als ob da jetzt noch weitere Kuba-Videos vorhanden sind. Die werden wahrscheinlich noch kommen. Bin auf jeden Fall gespannt. Das sah auf jeden Fall schon sehr schön aus, die Bilder, die man so gesehen hat. Ja, insgesamt muss ich sagen, klar, man ist da so ein bisschen zwiegespalten. Einerseits möchte man nach Kuba, andererseits, naja, gerade zur jetzigen Zeit ein bisschen schwieriger. Sollte man es wirklich machen, ja oder nein? Ich sehe es tatsächlich ein bisschen positiver, denn letztendlich Kuba hat die Pforten wieder geöffnet und letztendlich ist normal ja das Geld der Touristen beziehungsweise auch das Geld der im Ausland lebenden Kubaner, also auch der Familie, entsprechend das, was Kuba auch so ein bisschen finanziell ja, über Wasser hält, ist halt nur einer der 3 größten Einnahmequellen für Kuba, also das Geld aus dem Ausland hinsichtlich den Touristen und Familien, die halt ins Land reisen. Und von daher ist das halt nochmal ein wirklich wichtiger Punkt. Er hat auch schon gesagt, die Hygieneregeln werden überall konkret eingehalten und auch das habe ich so bisher mitbekommen, was mir so seitens der Familie immer mitgeteilt wird, wie das so im Land gerade abläuft. Und ja, man achtet da sehr stark auf die entsprechenden Hygienemaßnahmen und reagiert auch relativ schnell, sollte es zu ja, neuen Fallzahlen kommen. Zu denen ist es ja nun in den letzten Wochen nochmal neu gekommen. Natürlich logisch, wenn man Flughafen wieder öffnet und Menschen wieder einreisen, kommt es wieder zu neuen Zahlen. Aber da ist halt Kuba relativ gut aufgestellt und ja, ich denke auch, dass da halt relativ gut reagiert wurde. Es ist halt notwendig, dass der Flughafen offen bleibt. Ja, also Kuba hat sonst keine anderen, auch nicht großartig andere Möglichkeiten, an Devisen zu kommen. Von daher ist es da auf jeden Fall gut, dass es halt Menschen gibt, die dorthin reisen. Allerdings die Menschen, die dorthin reisen, sollten sich darauf gefasst machen, beziehungsweise auch mit dem Gedankengut dorthin gehen, dass man ja doch ein bisschen eher einen anderen Urlaub erlebt und eher immer mehr auf Abstand bleibt und die Hygienemaßnahmen auch natürlich dort einhält, so wie man sie auch hier in Deutschland oder generell in Europa einhält. Okay, schönes Video. Ich hoffe, da kommt noch was. Ich würde da auf jeden Fall nochmal reingucken wollen. Ansonsten, ich hoffe, euch hat es soweit erstmal gefallen, auch ja, einen anderen Einblick mal zu bekommen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.